Weil er von der Sonne geblendet worden war, ist ein Paketzusteller am Dienstagvormittag in Hagelsberg mit seinem Lieferwagen von der B309 abgekommen. So in etwa stelle ich mir das vor, dieser Drucker von dem Transportunternehmen mir zugestellt wurde. Und was diesem Drucker dabei alles passiert ist, ist grausam. Man könnte sagen, der Drucker ist jetzt eigentlich ein Totalschaden, denn es ist eigentlich fast nichts mehr heil, was es mal war. Es tut mir wirklich im Herzen weh. Aber bitte schaut euch diese Schäden an. Es ist einmal das hier beschädigt. Das heißt, das ist alles krumm. Dann haben wir hier oben einen Riss. Wundert euch bestimmt, warum die Stangen hier unterschiedlich weit raus sind. Wenn wir hier mal ein bisschen rüber gehen, dann merken wir schnell, dass diese Stange hier nämlich durchgeballert ist. Hat das Aluprofil torchiert. Der Motor hängt hier nicht mehr richtig dran. Das Ganze ist krumm. Ja, das Display ist komischerweise noch relativ heil geblieben. Das hier hinten ist modifiziert und eigentlich auch unbrauchbar. Extruder ist alles auch krumm und schief. Also der hat wirklich rundherum einmal richtigen Schaden gekriegt. Außerdem ist das noch ein Prusa Mini und kein Plus. Das heißt, der Sensor fehlt und diese Teile, die vorne und hinten, sind noch gedruckt. Und ich würde sagen, wir retten den Prusa Mini und graden ab auf Prusa Mini Plus. Aber vor allen Dingen kommt dieser Prusa Mini da rein. Yippie, das steht schon so lange hier. Prusa Mini Enclosure. Ihr wolltet, dass ich es teste? Ich teste es für euch. Das, meine liebe Freunde, soll der Beweis sein, dass ein Prusa Mini der Nonplusultra Drucker sein kann. Dementsprechend wird das mein heißer Prusa Mini. Nice. Für alle, die nicht zu viel Geld ausgeben wollen, holt euch einen gebrauchten Prusa Mini und baut den um. Ich zeige euch, wie es geht. So, umbauen. Also, wie man den Prusa Mini auseinandernimmt, das werde ich euch in diesem Video nicht detailliert zeigen, denn das schafft ihr auch ohne meine Hilfe. Ich will in diesem Video wesentlich auf den Prusa Enclosure Mini eingehen, wie wir ihn aufbauen, was wir kriegen und vor allen Dingen, ob die Qualität stimmt für den Preis. So, aber bevor wir weiter anfangen, ich habe hier auch die Prusa Mini Plus Teile geholt, Spritzgussteile aus ABS. Wir haben hier den neuen Sensor für den Prusa Mini Plus. Das Netzteil bleibt nach wie vor das alte. Ausreichend. Und dann habe ich hier eine Kiste voller Upgrade-Teile. Ein, zwei Teile davon werden wir nicht benutzen, aber ich habe schon einmal alle Prusa Mini-Teile komplett neu gedruckt aus PETG CF, sprich Kohlefaser. Das heißt, das wird der richtige massive Powerdrucker. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Und die Drucke sehen wunderschön aus. PETG CF, ich lieb's. Ist einfach mein neues Filament. So, also genug geschnackt. Die Teile haben wir alle. Die müssen jetzt gleich umgebaut werden. Dann habe ich mir hier das Prusa Mini Mauspad geholt, denn das schabt hier alles so ein bisschen auf so einer harten Oberfläche. Und damit auch nichts wegkommt, Prusa Mini Mauspad, kann man auch ein bisschen umfunktionieren. Wer das nicht kennt, gibt es bei Prusa im Shop, kann ich euch unten mal verlinken. Finde ich total geil, denn wir haben hier diese Karo-Muster drauf und hier können wir uns nämlich die passenden Schrauben weglegen. Dann wissen wir nämlich nachher, welche ist und können schneller wieder zusammenbauen. Dann gibt es noch die Option, ihr seht, hier ist ein Revo Hot-End verbaut, sehr cool. Aber wir hätten auch die Option, auf den neuen Prusa Mini Upgrade Kühler umzubauen. Zack. Das ermöglicht euch nämlich die Prusa XL und MK4S Nozzeln hier zu verbauen. Welches ich jetzt davon verbaue? Das überlege ich mir gleich noch. So, jetzt fragt ihr euch aber, Laurens, warum hast du jetzt schon wieder einen neuen Prusa Mini da stehen? Ja, warum? Also, jetzt muss erstmal ein riesengroßes Dankeschön an einen von euch da draußen gehen. Ein Zuschauer hat mir die nämlich zugeschickt im heilen Zustand, damit ich damit Videos machen kann und ihn upgraden kann. Denn der hat auch schon den Sensor gekauft, dass wir ihn auf Prusa Mini Plus upgraden können. Er hat ihn mir zugeschickt und ja, er hat ihn zwar gut verpackt, aber leider nicht gut genug, weshalb er einfach gecrashed wurde. Oder der Versandspediteur hat einfach einen schlechten Tag gehabt und hat gedacht, Du
kleines Bückstück! Ah, ich lasse mal die Energie an diesem Paket raus. Nichtsdestotrotz retten wir jetzt den Drucker. Jetzt habe ich vor lauter Vorfreude schon wieder hier 50 Schrauben rausgerissen, aber euch das gar nicht gezeigt. Also, ich benutze dafür einen Schlagschrauber, dann gibt es dafür diese Langbits. Ich liebe die, immer gut. Dann geht ihr hier vorne rein, zack. Und dann kommt das Mauspad zum Einsatz. Und hier kann ich in jede dieser Kästchen schön meine Schrauben ablegen und weiß am Ende noch, alles klar, die gehören zusammen an den Drucker. Und so finde ich alle Schrauben relativ schnell wieder. So, und weil das jetzt natürlich viel zu langweilig wäre, wenn ich euch jetzt zeigen würde, wie ich stundenlang diesen Prusa Mini auseinandernehme, würde ich sagen, ich sag einfach mal Simsalabim! Bam! So, Freunde, wird's gemacht. Ich habe ihn komplett einmal auf PETG CF umgebaut. Wir haben Spritzgussteile, wir haben den neuen Upgrade-Kühler. Es ist alles wieder neu. Und ich muss sagen, der Drucker war wirklich fast schon ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hätte ich alle Teile, die kaputt waren, bei Prusa neu gekauft, das wäre teuer geworden. Das hätte, glaube ich, fast sich nicht gelohnt. Denn gebraucht sind die Dinge deutlich günstiger unterwegs. Also, und was das teuerste an der Geschichte war, das verrate ich euch jetzt, denn es war doch echt wirklich, wie gesagt, schlimmer als gedacht. Ich habe diese zwei großen Lager getauscht. Die Linearführung habe ich getauscht. Die Profile habe ich getauscht, hätte man nicht machen müssen. Aber ich hatte den eh noch da. Die waren nicht verzogen. Ich habe die getestet, die alten gehen auch noch. Die benutze ich für ein anderes Projekt. Aber die habe ich jetzt genommen. Ich habe hier unten die Teile getauscht. Alle Teile, wie gesagt, aus PETG CF. Und vor allen Dingen habe ich auch den Z-Motor tauschen müssen. Denn ich kann euch ja vielleicht kurz mal einblenden, wie krass die Z-Spindel verzogen war. Das ist ja irgendwie auch schon fast wieder geil. Guckt dir mal die Z-Spindel an. Das ist der Oberhammer. Was war da für eine Gewalt drauf? Guck mal, wie die eiert. Ey, das ist so krass. Und das hätte man so auf gar keinen Fall mehr verwenden können. Also gut, man hätte es noch benutzen können, aber ob es so gut ist, I doubt it. So, dann haben wir den Upgrade-Kühler verbaut. Ja, was gibt es jetzt zu sagen? Ich bin mega happy. Ich feiere diesen Drucker übertrieben. Filamentsensor ist auch noch dazugekommen. Den hatte er vorher auch nicht. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist jetzt bereit für die Hitze des Lebens. Es kann jetzt losgehen. 0,6er gehärtete Düse ist auch verbaut. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein Enclosure, Freunde, für den Prusa Mini. Machen wir das Paket auf. Zack. Ah! Okay, das war bescheuert. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Das Säbel kann natürlich nicht schneiden. Wir nehmen doch lieber das Cuttermesser. So, auf mein Mauspad mache ich ihm jetzt hier meine Schrauben. Zack. Die brauche ich nämlich gleich alle. Dann habe ich die hier drauf schon mal vorsortiert. Da kommt ein Blechchen. Gut, ist ja nicht schlecht, so eine Option zu haben, ne? Dann könnte man oben Filamentspulen draufstellen. Das ist ja der Deckel, ne? Und dann können wir hier ein neues Teil drucken mit Löchern für die Filamente. Oder wir machen das wie beim anderen Enclosure. Wir bauen einfach da oben eine aktive Bauraumheizung ein, die richtig Bums hat. Theoretisch hätten wir die Option, denn der Drucker wäre ja hitzebeständig dank der PETG CF-Teile. Sollte reichen. So, jetzt schaue ich hier mal eben nach der Anleitung. Okay, wir müssen zuerst die Füße bauen. Da weiß ich noch fast, wie das geht. Das ist nämlich wie beim großen Enclosure. So, der Filamentrollenhalter aus PETG, der eh nach einer Woche auseinanderfällt. Wobei, die haben den verstärkt, dass der massiver ist. Der Originale knackt ja relativ schnell ab. Wir sollen jetzt hier erstmal in diese Teile Muttern eindrücken. 1, 2, so sieht das aus. Und dann sollen wir nämlich 2 von diesen Klebefüßen da so draufkleben. Direkt in die Mulde. Ganz einfach. Aber ihr müsst halt zuerst die Muttern reinlegen, sonst ist es blöd. Also lieber erstmal überall die Muttern rein. Du willst ein Prusa Mini Enclosure? Dann musst du bauen. Geht ja voll schnell. So, als nächstes werden die Füße jetzt mit M3 12 mm Schrauben festgemacht. Man muss nur erstmal das Loch finden hier unten.
2 Löcher, eins vorne, eins hinten. Und jetzt festschrauben. Einmal Turnaround. Ich liebe diese Optik von diesem Enclosure, denn dieses pulverbeschichtete Blech, was gekantet ist, das ist einfach so massiv, das ist halt wirklich kratzunempfindlich. Meinen anderen Enclosure habe ich jetzt schon seit einigen Jahren. Weiß gar nicht, wie lange habe ich den? Seit 1,5 Jahren. Ich habe den schon mehrfach rausgenommen. Bin mit denen nicht immer zart umgegangen, habe den mittlerweile auch gedämmt und eine aktive Bauraumheizung eingebaut. Und der lebt. Der ist einfach unsterblich. Ich hatte überlegt, ob ich die Seitenplatten mal gegen andere Platten tausche, aber ich habe die jetzt ja isoliert. Passt, das Ding läuft. So, Grundplatte ist fertig, ne? So, nächste Operation. Hoppala. Diese kleinen 3D gedruckten Teile in diese Schaumstoffrohre reindrücken. Mit einer M320-Schraube an 3 verschiedenen Punkten verschrauben. Zack. Mal wieder eine ganz entspannte und einfache Tätigkeit. Das hat Prusa schon hingekriegt. Ein Gehäuse zu bauen, was jedermann innerhalb von Minuten aufbauen kann. In America they say easy going. Ich sag rein mit der Schraube. Die Seitenbleche reinballern, geil. So, und jetzt kommen die hier einfach rein. Ist egal wie rum. Wieder mal eine einfache Tätigkeit. Nochmal drehen. So, Wände sind sozusagen fertig. Dann kommt jetzt gleich schon der Deckel. So, wie rum muss der rauf? Prusa-Schriftzug nach vorne. Aber das kriege ich hin. Zack, und wieder verschrauben. Zack. Hä, das geht ja voll schnell hier. Da ist man ja in einer halben Stunde mit durch. Ich dachte, ich baue jetzt hier so 2 Stunden das Ding zusammen. So, jetzt kommt auch schon diese kleine Scheibe da hin. Folien abziehen, von unten reinhalten und dann so spezielle Plastiknieten. Wenn man die reindrückt, dann spreizen die sich einfach auseinander. Wie so ein Dübel oder eine Niete halt. Die kann man händisch einfach klack rein, ist gar kein Thema. Da kann man sich natürlich jetzt auch eine Lampe oben drauf legen. Da hat man gleich eine Innenbeleuchtung. So, das haben wir gemacht. Jetzt kommt schon die hintere Scheibe rein. Die hintere Scheibe hat hier noch so einen Auslauf. Da kann man wahrscheinlich irgendwann später was nachrüsten. Ich habe die Standardversion genommen. Ohne Zubehör, kein Licht, kein Filter, kein gar nichts. Denn das will ich mir selbst überlassen. So, wieder hier rein. Und dann wieder mit den Plastiknieten festmachen. Zack, reinstecken. Klack und fertig. Das ist so einfach. Fertig mit 8 Nieten. Ist so eine Seite drin. Was gibt es jetzt noch? Jetzt die Seiten. Das wird ja wahrscheinlich genauso einfach. Einfach so eine Scheibe. Wieder Folie ab. Das mag für die meisten wahrscheinlich die größte Hürde sein. So. Jetzt mal den Anfang der Folie zu finden. Und die vernünftig abzuknibbeln, ohne die Scheibe zu verkratzen. So. Geht aber sehr gut ab. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Funktioniert halt einfach gut. Ich hoffe, man müsste das jetzt mit Muttern oder so machen. Und dann da durch und dahinter und dann dreht die durch und dann hier einfach hin. Klack. Die lassen sich auch später eigentlich ganz gut wieder lösen, wenn man doch noch mal die Scheiben tauschen möchte oder umbauen möchte. Aber das ist dann auch kein Problem. Das kenne ich von meinem anderen Enclosure. Und da sind das deutlich mehr Nieten. So, jetzt noch schnell die andere Seite. Top, direkt fallen gelassen. Hier oben hat Prusa wieder so Aussparungen gemacht, dass man das später mit der Zange einfach rausknipsen kann. Dann kann man da nämlich noch Handgriffe einsetzen. Total gut. Dann kann man das so gestalten, wie man möchte. Griffe in jeder Farbe oder was anderes dahin machen. Finde ich gut. Ansonsten sind die Scheiben so dünn, da kann man auch ein paar Mal mit dem Cuttermesser ritzen und ein bisschen biegen und brechen. Und dann könnte man hier auch noch eine extra Aussparung machen für andere Lüfter oder Abzugsanlagen. Das ist auch alles möglich. Die Scheiben sind nämlich aus Polycarbonat, das heißt, die brechen eigentlich nicht, wenn man daran mal ein bisschen rumschneidet. Die sind viel besser als Acrylplatten. Zack. So, jetzt geht es gleich weiter mit der Tür hier vorne. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal einmal die Scharniere bauen. Und da sind wieder die ganzen Druckteile dabei. Eigentlich auch easy going jetzt. Denn wir müssen hier wieder nur Muttern eindrücken. Oder einlegen, besser gesagt. Dann kann man das andere Teil, da kommen die Muttern hin und dann legt man das andere Teil oben drauf. Und dann haben wir hier
noch so Splinte und die speckt man einfach hier seitlich rein. Zur Not einfach auf die Tischplatte drücken und dann geht das. Und schon haben wir hier ein Scharnier. So, das müssen wir zweimal machen. Dann müssen wir hier vorne noch 2 Muttern einlegen. Und jetzt mit 10 mm Schrauben das Ganze am Gehäuse festschrauben. Für den Fall liegt sogar ein Imbusschlüssel dabei, der uns das Ganze ein bisschen einfacher macht. 2 Schrauben fürs nächste Scharnier. So, jetzt haben wir hier schon die Tür. Die können wir nämlich gleich verschrauben. Ich denke, dass man die Tür auch hätte andersrum anbauen können, wenn man es gewollt hätte. Aber in der Anleitung steht, wir sollen die auf der linken Seite anschlagen. So, und dann haben wir hier noch einen Türgriff. So, und da sollen jetzt, glaube ich, gleich noch 2 Magneten eingelegt werden, die natürlich mitgeliefert wurden. So, die batsche ich mir da einmal gegen. Aber ist egal, wie rum die rein können. Ist natürlich einfach. Einfach rein. Die können wir jetzt hier ran machen. Es gibt auch die Option, noch ein Türschloss zu verbauen. Habe ich aber jetzt nicht gewählt, weil warum soll ich den Drucker abschließen? Aber so für Schulen oder Firmen, wo keiner da reinkrabbeln soll, gar keine schlechte Idee, die Option zu haben. Da habe ich noch einen Fehler gemacht, da fehlen noch 2 Muttern. Die kann ich dann noch schnell reindrücken. So, Scharniere aufklappen, wieder eine Schraube nehmen, einmal ranhalten. Zack, eine Schraube oben, eine unten, alles ausrichten. Das Ding ist einfach schon fertig. Also theoretisch können wir jetzt loslegen. Wir verbauen jetzt aber noch eine Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige. Die ist auch in dem Standard-Lieferumfang enthalten. So sieht das aus. Zack, ziehen wir ab. Es startet. Was steht hier? 65% Luftfeuchtigkeit, 24,4 Grad. Und jetzt haben wir hier nämlich noch so ein Druckteil. So sieht das aus. Und da können wir das nämlich jetzt so einklicken. Wir haben jetzt die Option, das unten oder oben zu verbauen. Ich werde es oben verbauen, damit wir immer die maximale Hitze, die da drin herrscht, messen können. Da können wir dann wieder 2 Muttern einlegen. Dann wird das hier oben verschraubt. So. Schon ist die Anzeige da. Das finde ich so cool. So, jetzt muss noch das USB-Kabel mit eingeklickt werden. Da ist die Frage, wie rum machen wir das? Ist ja auch egal. Klack da rein. Rastet auch direkt ein. Das legen wir uns dann mal hier schön beiseite. Dann kommt jetzt noch der Filamentspulenhalter. So, Tür noch ein letztes Mal auf. Filamentspulenhalter rein. Tippitoppi. Wir haben jetzt die Option, noch überall Filamentspulenhalter einzubauen. Also das ist noch so viel Möglichkeit, die wir da haben. Also ich finde das so cool. Ich liebe es einfach. So, wir haben jetzt noch einen Tube dabei. Den müssen wir gleich noch anschließen. So, hier ist unser Drucker. Und normalerweise habe ich hier immer so spezielle Filamentssensorhalter. Den habe ich jetzt wieder abgemacht. So sieht er aus. Den braucht man nämlich für das Enclosure nicht. Dann haben wir extra einen Schlauch. Den können wir hier nämlich noch ranmachen. Zack. Und dann kann das Filament nämlich viel besser abrollen. So, dann wird der kleine Schlauch hier ausgebaut und gegen einen längeren Schlauch einfach getauscht. Zack, ich mache jetzt den hier ran. Denn da fehlt auch noch ein Stück und schneide mir den noch zurecht. Zack, so haben wir hier ein kleines Stück. Dann können wir besser einfädeln und das Teil nutzt nicht ab und das Filament gleitet besser. So, und jetzt Tag der offenen Tür, würde ich sagen. So, Tür auf. Hier ist noch das USB-Kabel. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und jetzt sollen wir den da reinheben. Ah ja, toll. Und wie sollen wir den da reinheben? Naja, da muss ich selber gerade noch mal tatsächlich in die Anleitung gucken. So soll der da reingehoben werden. Ah ja, krass. Hä? Voila. Oh. So. Ha. Geht ganz einfach. USB-Kabel noch anschließen. Zack und einschalten. Der Drucker läuft jetzt tatsächlich das allererste Mal bei mir. Ich hatte den vorher noch gar nicht an. Der ist wahrscheinlich auch gar nicht auf Stand der Software. Aber er geht. So. Der braucht jetzt nochmal neue Netzwerkeinstellungen, ein Software-Update und dann kann der auch drucken. Ich würde sagen, ich mache das einmal und dann sehen wir uns wieder. Wir machen einen Testdruck und vor allen Dingen versuchen wir mal PA12 Kohlefaser hier drin zu drucken. So Freunde, ihr seht schon, der Drucker ist fertig geworden und hier oben
stehen einige meiner gedruckten Banshees. Und was haben wir jetzt hier gedruckt? Und vor allen Dingen, was ist das? Und Freunde, ich muss sagen, warum habe ich mir das Ding nicht eher gekauft? Also ob sich das lohnt oder nicht, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber die Banshees, die ich hier gedruckt habe, sind schon mal richtig cool. Als erstes habe ich natürlich mal ein PLA-Banshee gedruckt. Das sieht natürlich jetzt nicht besonders super aus. Tatsächlich sogar in der Kabine winzig kleinen Tick schlechter, würde ich sagen. Hier vorne haben wir nicht so schöne Überhänge. Aber man muss sagen, das Filament, ihr seht es ja auch, es war nicht ganz trocken. Ein bisschen Feuchtigkeit haben wir, deswegen haben wir ein leichtes, feines Stringing. Dann habe ich mich gleich nochmal rangewagt. Wir haben hier das super gute Novofil ABS-X in Astro Grey gedruckt. Ist ein schöner Grauton mit ein bisschen Glitzer drin. Eigentlich mein absolutes Favorite. Filament habe ich auch als PETG, mag ich sehr gerne. Und daraus habe ich natürlich auch mal ein Banshee gedruckt. ASA hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Gewarpt hat da gar nichts. Also, wie gesagt, habe ich, wie schon angekündigt, versucht mal ein PA12 Kohlefaser Banshee zu drucken. Ja, genau. Das hatte dann auch erst ein bisschen gewarpt und hatte sich gelöst. Denn da hatte ich die falschen Druckeinstellungen gewählt. Man kennt's. Und tatsächlich habe ich die Druckplatte dann noch einmal mit Isopropanol gereinigt. Und jetzt seht ihr noch Abdrücke. Ich hatte noch mal was anderes gedruckt und habe sie dann tatsächlich mit 3D-Lack richtig schön dick besprüht. Wie gesagt, das ist eine glatte PE-beschichtete Platte. Einfach nur gereinigt und schön mit Sprühkleber drauf. Und ab dem Moment gab es für diesen kleinen Freund kein Halten mehr. Und er hat mir tatsächlich 3 PA12 Kohlefaser Banshees hingerockt. Ich habe mich dann immer so ein bisschen rangetastet und ihr seht es auch schon vielleicht, ich habe es beim Schornstein noch nicht richtig eingestellt bekommen. Da ist sogar zu viel Hitze am Machen oder einfach ein bisschen zu wenig Lüfterzahl. Aber im Endeffekt kann man eigentlich sagen, das Banshee kann sich schon mal ganz gut sehen lassen. Man muss das Material natürlich nochmal richtig kalibrieren. Ich habe jetzt tatsächlich einfach nur das hochwertigste PA12 genommen für beste Druckeinstellung. Ich hole das hier mal raus. Da habe ich ein von CA3D PA12 Carbon 15 genommen. Hatte das auch gut vorgetrocknet, war damit sehr zufrieden. Im Endeffekt bin ich, glaube ich, so mit 235 Grad daran gegangen. Das ist die niedrigste Temperatur. Ich war erst ein bisschen höher, weil ich dachte, das brauchen wir da drin. Aber nein, wir brauchen es gar nicht. Die Schornsteine waren sogar zu heiß. Man könnte vielleicht noch einen Tick runtergehen oder einfach mit der Lüfterzahl noch ein bisschen hochgehen. Ich denke, dass ich hier hinten vielleicht noch einen Upgrade-Kühler konstruiere und den dann umbaue für noch bessere Druckergebnisse, Freunde. Aber im Groben und Ganzen kann ich sagen, das hier ist mein neuer Freund. Denn mein kleiner Prusa Mini, der Totalschaden war, haben wir in diesem Video komplett gefixt und auf PETG Kohlefaserteile umgebaut, was komplett ausreichend ist. Wir haben ja keine aktive Bauraumheizung, aber selbst damit sollte das gerockt werden können. Ja, ihr seht, die Kiste ist schön, aber wir können sie noch schöner machen. Wenn ihr Ideen habt, was wir mit dieser Box, mit diesem Enclosure noch Schönes anstellen können, sprich vielleicht doch aktive Bauraumheizung, Isolierung, LED-Beleuchtung. Ich habe jetzt hier einfach mal nur eine kleine Lampe oben drauf gelegt. Ist ganz cool, denn wir haben hier oben ja ein Sichtfenster, was uns das ermöglicht, von oben den Druck zu beobachten und auch ein Handy drauf zu legen, um zu filmen. Sehr coole Perspektive und wir können halt Licht reinmachen. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit hinten Filter. Wir können aktive Heizung machen, wir können Griffe anbauen, wir können das Display noch nach außen bauen. Leute, da seid ihr jetzt gefragt, worauf habt ihr Lust? Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. So, und wenn ihr euch jetzt auch für so einen coolen Enclosure für den Prusa Mini interessiert, dann schaut auch unbedingt unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link gemacht. Wenn ihr über diesen Link bestellt, bekomme ich natürlich eine kleine Provision, kostet euch nicht mehr. Ich bin euch nur dankbar und deswegen kann ich solche Videos machen. So, aber Laurenz, hier kann das ja nicht stehen bleiben. Das Ding kommt jetzt in meine Produktion. Kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Wenn man das Ding jetzt oft transportieren wollen würde, hätte man die Option hier 3D gedruckte Griffe auf jeder Seite einzubauen. Denn dann wäre das wirklich der optimale Drucker, den ihr tatsächlich aufbaut, wenn ihr was drucken wollt und wenn ihr keine Lust habt, nehmt ihn einfach, stellt ihn in den Kleiderschrank, weg ist er.
Der ist auch rundherum geschützt, da könnt ihr was draufstellen. Das ist irre stabil. Auch ein ganz nicer Aspekt. Außerdem wird der Drucker dadurch nicht viel schwerer, aber von Umwelteinflüssen geschützt. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber zieht euch das mal rein, wie geil das aussieht, wenn der Eumel hier drin steht. Richtig schön. Da könnte man ja fast überlegen, dass man die alle damit ausstattet, denn das hier mit so einer Tür zu haben in der Höhe, zack rein, ich find's nice. So, ein Netzteil hängt hier hinten dran, das lassen wir runter. Das kriegt gleich Strom da unten. Wir rücken uns den hier schön rüber. Ey, ich finde das so geil. Hier oben den großen und hier unten den kleinen, das passt doch. Theoretisch könnte ich das jetzt noch höher machen, denn wir brauchen gar nicht so viel Platz. Filamentabroller sogar integriert mit Filamentsensor. I love it. So, und was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ihr merkt, ich bin verliebt und das tatsächlich begründet. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum ich mir das Ding jetzt geholt habe. Als es rauskam, dachte ich, ja, lustige Idee, aber was soll das? Aber tatsächlich ist der Prusa Mini ein vollwertiger Drucker. Trotz nur einer Z-Spindel druckt der genauso wie die großen, finde ich. Ich bin mega zufrieden, sonst hätte ich nicht 6 Prusa Mini. Was ist eure Meinung zu dem Prusa Mini und dem Prusa Mini Enclosure? Macht das Sinn für euch? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Ich sage danke fürs Einschalten, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich sage wie immer, wir sehen uns. Bis gleich, Freunde.